What's the idea of spoiling the game? I was for onesies. Well, here's twosies. Whoa, whoa! Seid mir gegrüßt. Heute steigen wir ein in eine Serie, die sich mit den Cinemaware-Titeln vom Anfang bis zum bitteren Ende auseinandersetzen wird. Ich hatte auf meinem Kanal ja bereits 2 Videos über Cinemaware gemacht. Das eine versucht mehr über eine verschollene Version zum Klassiker Defender of the Crown ans Tageslicht zu fördern. Es geht dabei um eine frühe CD-ROM-Version des Spiels. Das zweite Video ist ein Interview mit John Cutter, einem der damaligen Produzenten der Cinemaware-Spiele. Ein sehr interessantes Video, in dem er über die Anfänge von Cinemaware plaudert und die Gründe, warum es dann leider auch zu Ende ging. Wer sich dafür interessiert, bitte gerne auf meinem Kanal die beiden Videos anschauen. Anfangen wollen wir heute aber mit der Cinemaware-Spielereihe und zwar mit dem Spiel SDI. SDI ist ein Action-Adventure aus dem Jahr 1986, entwickelt und veröffentlicht von Cinemaware. Das Spiel spielt in einer fiktiven Version des Jahres 2017, aber in einem Szenario, in dem der Kalte Krieg 1991 noch nicht zu Ende war. In dieser Zeitlinie haben es beide Seiten irgendwie geschafft, weltraumgestützte Raketenabwehrsysteme zu konstruieren. Verglichen mit den tatsächlichen historischen Ereignissen fällt das Szenario in die Kategorie der alternativen Geschichte. Der Spieler schlüpft in die Rolle des Oberbefehlshabers des amerikanischen SDI-Systems, bei dem es sich laut Spielhandbuch um einen Captain namens Sloan McCormick handelt, der vermutlich der United States Air Force angehört. McCormick hat sein Hauptquartier auf einer amerikanischen Militärraumstation, die ein Netz von 12 Raketenabwehrsatelliten in einer geosynchronen Umlaufbahn über den Vereinigten Staaten befehligt und kontrolliert. Der Werbetext des Spiels weist darauf hin, dass diese amerikanischen Satelliten Partikelstrahlen einsetzen. In der Handlung heißt es, dass sowjetische Aufständische, die von unzufriedenen KGB-Mitgliedern angeführt werden, die Kontrolle über mehrere Interkontinentalraketen sowie über Weltraum-Startanlagen erlangt haben, übermannte Orbitaljäger einsetzen können. Da die Rebellion keine Antwort auf ihre Forderung an den Kreml, sich zu ergeben und an die Amerikaner ihr SDI-System aufzugeben erhalten, haben die Revolutionäre damit begonnen, ihre beschlagnahmten Anlagen zu nutzen, um regelmäßig Jäger gegen beide Raumstationen einzusetzen. Außerdem haben sie begonnen, regelmäßig Wellen von Atomraketen auf die Vereinigten Staaten abzufeuern. Der Spieler bekämpft die feindlichen Geschosse und die feindlichen Schiffe mit einem Raumjäger. Der Spieler muss die ankommenden Raketen zerstören, damit sie die USA nicht vernichten. Der Spieler muss auch die Verteidigungssatelliten reparieren, die während der Kämpfe beschädigt werden. Im weiteren Verlauf des Spiels schlüpft der Spieler in die Rolle von McCormick. Um das Spiel zu beenden, muss McCormick einen verzweifelten Versuch unternehmen, seine Geliebte zu retten, was ihm nicht unbedingt gelingen muss. Sie ist die sowjetische Stationskommandantin und heißt laut Handbuch Talia Kasarian. Sie befindet sich in großer Gefahr, denn ihre Station wird schließlich von den feindlichen Streitkräften geentert und McCormick muss versuchen, sich an ihnen vorbeizukämpfen und Kasarian zu erreichen, bevor sie getötet wird. Das Spiel wurde gegen Ende des Kalten Krieges veröffentlicht. Laut dem Einführungsbildschirm des Spiels findet es im Oktober 2017 statt. Das Spiel nutzt die umstrittene Strategic Defense Initiative (SDI) als Handlungselement. Wie der Name schon sagt, hat sich Cinemaware auch bei der Storyline von Hollywood inspirieren lassen. Die Handlung erinnert an verschiedene Spionagefilme, zum Beispiel an die 007-Filme From Russia with Love und Moonraker. Das Spiel geht davon aus, dass sowohl die Sowjetunion als auch die Vereinigten Staaten ihre eigene Version von SDI haben, die ihre jeweiligen Nationen schützt. Die amerikanische Station
wird nie beim Namen genannt, aber das Handbuch und der Text im Spiel weisen darauf hin, dass die sowjetische Einrichtung Lenin Defense Station heißt. Es wird auch erwähnt, dass die sowjetische Station über Laserkanonen zur Verteidigung gegen Kampfflugzeuge verfügt. In der Presse wurde das Spiel für den Atari ST als nur teilweise erfolgreich angeführt. Das Spiel wurde mit Star Raiders und Missile Command verglichen und es wurde kritisiert, dass es zu wenig Tiefgang hätte. Auch wurde die Steuerung als zu ungenau bezeichnet. Trotzdem übt es eine bizarre Faszination aus, wie nur wenige andere Spiele. Das Spiel erschien für Atari ST, Amiga und DOS. Eine C64-Fassung war in Planung und auch bereits teilweise in Entwicklung, schaffte es aber nicht bis zu einer Veröffentlichung. Weitere Informationen dazu gibt es bei den Kollegen von Games That Weren't. So, nun aber hinein ins Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß. So, willkommen zu SDI von Cinemaware. Und wir sind hier in unserer Zentrale und können also hier in der Zentrale so ein paar Dinge machen, wie Satellitenstatus einsehen, Missile Defense und Scanner, nicht Surrender, Scanner. Satellitenstatus ist halt eben, wir haben 12 Satelliten, die sind verstreut über Amerika und die müssen wir im Prinzip beschützen. Und wir können also mit dem Scanner hier anschauen, wo feindliche Flugzeuge sind und wo wir gerade angegriffen werden. Als erstes gehen wir also jetzt hier auf Jagd, wenn man so will. Dazu müssen wir das Menacing hier anklicken und fahren hier mit dem Fahrstuhl runter. Dann kommt hier eine kleine Zwischensequenz. Alles sehr Cinema-Style-mäßig. Ja, und wir steigen also in den Flieger und müssen hier jetzt versuchen, die Gegner auszuschalten. Wir haben hier unser Cockpit, können hier unten links einstellen unsere Geschwindigkeit und ja, einfach feuern und navigieren. Es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus für die Ende der 80er. Und naja, also wir müssen hier versuchen, wie gesagt, die gegnerischen Flieger abzuschießen und müssen versuchen, unsere Basis und unsere Satelliten hier in Ordnung zu halten. Die werden von den Gegnern angegriffen und das hier rechts war zum Beispiel jetzt ein Satellit und wir sehen es da oben auf der Karte, da ist also die Umgebung immer angezeigt, wo gerade was los ist. Hier ist wieder ein Satellit und wenn die also rot werden, dann, wie zum Beispiel jetzt, dann sind sie also quasi beschädigt. Wir müssen sie reparieren. Das heißt, wir müssen hier in den Fokus kommen und drücken dann eben hier den Repair Mode
auf der Tastatur. Das ist jetzt gerade nicht gelungen, aber kommt. Und wir sehen hier oben dann bei dem M, was blinkt. Das sind Messages, die kommen. Und auf der rechten Seite der Timer. Das ist also, wenn ein Angriff stattfindet. Das heißt, dieses Missile Defense, das wir am Anfang gesehen haben. So, jetzt habe ich den Satellit hier erwischt. Der wird also dann automatisch repariert. Und wir müssen also jetzt versuchen, unsere Basis, hier diese, innerhalb dieser Zeit zu erreichen. Sollten aber nicht außer Acht lassen, dass wir trotzdem versuchen müssen, die Satelliten alle zu reparieren nach Möglichkeit. Und ja, das haben wir jetzt hier also mit dem zweiten auch gemacht. Und jetzt wird es dann langsam, ja, so ab einer Minute, 45 Sekunden sollten wir dann schon sehen, dass man hier das Docking-Manöver einleitet. Und das ist also ein bisschen tricky. Da muss man also jetzt hier versuchen, mit diesem roten Punkt hier, oder was heißt mit dem roten Punkt, also einfach mittig versuchen anzulanden. Man kann hier wenn man den Joystick gedrückt hält, wird man also langsamer. Wenn man den Joystick loslässt, dann beschleunigt man. Und ja, ist also so ein bisschen tricky, muss man ein bisschen sehen. Hier nochmal ein bisschen rüber. So. Und dann kann man also hier auch reparieren, die Schilde und die Energie. Wir sehen also, die Energie ist in der Mitte. Und die lädt sich also jetzt hier langsam auf. Man kann es auch nicht abbrechen, also man muss hier einmal durchhalten. Und oben haben wir noch den Timer, der läuft hier leider nicht weiter, aber in Wirklichkeit läuft er weiter. Genau, 25 und dann müssen wir das Schiff verlassen und dann müssen wir halt jetzt hier wieder zurück zur Basis und dann müssen wir diese Missile Defense machen. Also das Spiel, ja, hier haben wir noch eine Nachricht. Sloan, I have instructions to help you. Our transmissions indicate KGB ships are entering orbit. Be careful, my love. And remember Mars. Ja, also das ist ja hier unsere Verbündete quasi. Die Liebschaft, die wir da haben. Und wir sehen es jetzt hier. Also Missile Defense, da sind schon ein paar Sachen hier bombardiert worden. Und wenn also hier diese roten Punkte kommen, dann starten also Raketen. Und wir können also Pulse oder Beam und Primary und Secondary machen. Im Prinzip am besten ist immer, also man muss hier einmal anklicken, dann sehen wir, wo der einschlägt und dann ist das so ein bisschen tricky. Man muss quasi mit dem Joystick einfach nach links oder rechts gehen und wählt also Pulse und Beam aus. Pulse ist eben, dass man mehrfach schießen kann und Beam ist also ein Schuss. Mehrfachschuss, also ihr habt es jetzt gerade gesehen, das war ein Beam-Schuss, das steht dann auch nochmal links da unten. Beam ist immer schwierig, Puls ist eigentlich besser, ist nicht so genau, aber man kann eben mehrfach schießen und versuchen also hier die Raketen abzuschießen. Gelingt mir jetzt gerade ganz gut, gefällt mir, aber ist gar nicht so einfach. Also auch wenn man denkt, man hat getroffen, hat man eigentlich nicht getroffen. Naja, also man versucht also jetzt hier möglichst viele abzuschießen, bevor die eben einschlagen. Da hat man eine gewisse Zeit. Sieht man ja auch an der Kurve, die also die Raketen da nehmen. Und da kommen also eine bestimmte Anzahl. Und die versucht man eben abzuschießen. Wenn man zu viele Einschläge zulässt, dann verliert man eben das Spiel. Und man sieht es immer ganz gut an den roten Punkten, wie viel es also hier noch sind. Momentan haben wir noch 3 oder 4, da oben ist auch noch einer. So, das sind immer noch 4, da kommen noch welche nach. Und ja, also da versucht man dann eben, wie gesagt, die abzuschießen. Man kann das auch mehrfach versuchen, also man hat immer eine bestimmte Zeit, bis eben diese Rakete da aus dem Bildschirm flitzt und dann kommt eben dieser Bildschirm wieder. Dann kann man es aber nochmal anwählen und versuchen. So. Da sind doch einige hier unterwegs.
Und naja, um was geht es eigentlich genau im Spiel? Also die Rolle des Spielers im Prinzip sind es also hier ein paar Aufgaben, die wir haben. Also wir müssen also alle KGB-Fighter, wird das hier genannt, eliminieren. Man muss also hier diese Missile Defense machen und versuchen eben Amerika von den ganzen Raketen fernzuhalten, oder beziehungsweise die Raketen von Amerika. Und alle Satelliten müssen wir versuchen zu erhalten und zu reparieren. Und wenn eben die russische Station quasi ja dran ist, dann können wir die also ansteuern und müssen hier noch so eine Art Rettungsversuch unternehmen, um unsere Geliebte quasi zu befreien. So, also Missile Defense war jetzt ganz gut. Das heißt, nächste ist dann wieder einfach ins Flugzeug steigen und nächste Mission für die Satelliten. So geht es dann irgendwie immer hin und her. Da gibt es jetzt eigentlich nicht viel Abwechslung, wenn man so will. Es geht immer zwischen zwischen der Missile Defense und eben dieser Fighting-Action-Sequenz für die Satelliten hin und her. Und ja, man muss eben versuchen zu überleben. Interessanterweise, wenn ich hier keine Energie mehr habe, oder dann kann ich trotzdem immer noch schießen. Also ich weiß nicht genau, wie da die Idee war von den Leuten bei Cinemaware. Man würde ja meinen, dass wenn die Energie weg ist, ja, dass man dann auch nichts mehr machen kann. Jetzt habe ich hier oben mal die Message angeklickt, aber das mache ich meistens immer wieder ganz schnell weg, weil man sieht halt dann nicht mehr, was passiert, was eigentlich schlecht ist. Und die Fighter sind irgendwie auch, die schießen jetzt auch nicht wirklich gut. Also da ist der Computer jetzt nicht so wirklich gut. Von daher, Schilde sind eigentlich nie so das Problem. Die sehen wir also hier auf der rechten Seite. Der grüne Balken, das sind die Schilde, die sind eigentlich mal noch ganz hoch. Jetzt habe ich hier mal einen Satelliten repariert. Und wir haben wieder 1 Minute 20 jetzt noch für den nächsten Missile-Angriff. Also die nächste Missile Defense. Und ja, Friendly Fire gibt es hier nicht. Also ich kann nicht meine eigenen Satelliten abschießen. Das heißt, ich werde jetzt hier versuchen anzudocken. Wenn man es nicht schafft, dann wird mich so irgendwie so weggebumpt. Also dann muss man es nochmal versuchen. Also man geht jetzt irgendwie nicht kaputt oder sowas, sondern man wird einfach nur so weggestoßen. So, Schilde brauche ja nicht. Energie, die lade ich halt immer auf. Das ist natürlich wichtig. Das sollte man auf jeden Fall machen. So, also Energie ist also im Prinzip Fuel, wenn man so will, ja, also Treibstoff einfach. Aber wie gesagt, man kann auch ohne Treibstoff dann darum manövrieren. Finde ich irgendwie ein bisschen komisch, aber naja, gut, okay. Jetzt geht es wieder zurück und wir machen die zweite Missile Defense. Und im Spiel, ja, es ist so ein bisschen verschieden. Also meistens, jetzt haben wir hier noch eine Nachricht, Soviet XB-3s took out a satellite, Captain, I suggest you repair ASAP. Ich meine aber eigentlich, dass alle Satelliten noch funktionstüchtig waren. Nur gleich nochmal gucken. Machen wir erstmal die Missile Defense. Ja, also was ich noch sagen wollte, wir sind meistens so 3 bis 4 Angriffe, bis man dann eben diese Rescue Mission dann machen kann. Man wird auch darüber informiert, also ist jetzt nicht, dass man es irgendwie so ganz planlos macht. Jetzt haben wir eben erstmal hier diese Missile Defense. Ich meine, bin mir jetzt nicht ganz sicher, dass also hier, wenn man anklickt, Pacific 2, dass das also die Intensität ist der Rakete, aber da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Also 3 ist das höchste und dann gibt es eben 2 und 1, glaube ich. Und ja, also da kann man dann vielleicht so ein bisschen dran ableiten, wie schwer dann der Einschlag wäre. Wobei man sagen muss, also wenn hier
Ich glaube, so 3/4 der Einschläge hier, also diese Krater, diese schwarzen, was man da so sieht, auf dem Bildschirm sind, dann hat man es halt auch verkackt sozusagen und verliert. So, wir sind eigentlich hier ganz gut unterwegs. Klappt ganz gut gerade. Manchmal kann man hier, wenn man am linken Rand dann ist, mit dem ersten Schuss so ein bisschen einschätzt, kann man es direkt abschießen, die Rakete, aber ihr seht, funktioniert dann doch nicht immer. So, nächster Versuch. Ja, okay, den haben wir gekriegt. So, weiter geht's. Den haben wir auch gekriegt, sehr schön. Ja, da war ich wieder auf Beam. Also so ein kleiner Joystick-Ruckler links, rechts und schon hat man es ausgewählt. Das hätte man irgendwie auch ein bisschen besser lösen sollen, müssen, können, wie auch immer. Also, ja. Gut, sei es drum. Ist jetzt, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, auch machbar. Also, wobei ich manchmal denke, ja, warum habe ich den jetzt getroffen und den habe ich nicht getroffen? Ja. Oh, jetzt haben wir einen Einschlag. Da war ich jetzt wirklich zu spät. Der wird auch gleich einschlagen. Oder nee, der geht darüber. Das heißt, den kriege ich gut. Den habe ich verpennt. Das war nicht gut. Warum ich jetzt hier am Anfang direkt schon Einschläge hatte, bin ich mir gar nicht sicher. Weil normalerweise sind diese Einschläge nur dann, wenn eben diese Missile Defense ist und nicht, wenn diese andere Action-Sequenz ist. Von daher hätten eigentlich am Anfang gar keine da sein sollen, aber bin mir jetzt nicht sicher. So, wir gehen raus und haben also hier die zweite Missile Defense erfolgreich beendet. So, ja, dann geht's wieder zurück. Spielchen geht wieder von vorne los. Also, ihr seht schon, es ist jetzt nicht so richtig abwechslungsreich, aber sorgt für Kurzweil. Also ist meines Erachtens in sich geschlossen das System und macht auch Spaß. Ein bisschen mehr Abwechslung hätte natürlich schon sein können, aber ja, Ende der 80er hat man da vielleicht auch nicht so dran gedacht. Wie auch immer, wir schießen hier wieder fröhlich die Fighter ab und bewachen hier unsere Satelliten. Momentan ist nichts los, wir haben auch keine Message, also können wir uns hier so ein bisschen konzentrieren. Man sieht es dann immer, also je nachdem wie viele gelbe Punkte da oben sind im Scan-Bereich, da weiß man schon, okay, da wird jetzt gleich angegriffen. Also da sind jetzt vermehrt, oh, da bin ich sogar mal getroffen worden. Da sind also jetzt hier vermehrt Fighter unterwegs. Also normalerweise müsste man ja jetzt hier, ihr seht es ja, ich habe ja eigentlich kein Fuel mehr, müsste man jetzt eigentlich hier einer dieser Stationen anfahren und die Energie aufladen, aber ja, ist halt nicht. Ich bin jetzt wieder hier im Reparaturmodus, eine Message gibt es auch, kann ich mich jetzt gerade nicht drum kümmern. Ist auch ein bisschen unglücklich gelöst, aber naja. Reparieren wir erstmal den Satelliten. So. Dann ist da unten wahrscheinlich dann auch der nächste fällig. Die Message ist eigentlich im Prinzip auch immer die gleiche. Soviet XB3s took out a satellite. Ja, gut, das wissen wir ja. Wir sehen es ja auch, wenn es rot wird, dann ist ja klar, dass wir hier ran müssen. Jetzt kommt hier der nächste Timer. Und da unten ist eben noch der eine Satellit, der ist noch rot. Den möchte ich eigentlich ganz gern noch reparieren. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Alles kein Problem. Und man klickt also einfach nur, wenn man hier im Reparaturmodus ist,
wenn man den Satelliten im Fokus hat, einfach nur auf den Joystick und dann wird es automatisch repariert. So. Da bin ich wieder mal getroffen worden. Gleich zweimal. Da sehen wir also auch gleich, das Schild geht dann auch dementsprechend gleich runter. So, jetzt könnte ich wieder andocken. Ist dann wieder Zeit. Das ist manchmal so ein bisschen tricky hier, wenn man also den Feuerknopf nicht gedrückt hält für längere Zeit, wird man dann doch relativ schnell und braucht also auch wieder eine gewisse Zeit, um abzubremsen. Das heißt also hier immer ein bisschen behutsam das Ganze machen. So, okay. Schilde können wir jetzt hier in dem Fall auch reparieren. Das geht relativ schnell. Energie, ja, das braucht halt seine Zeit. Mich würde noch mal interessieren, bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob man eigentlich auch hier die Energie nicht auffüllen könnte und beim nächsten Mal dann wieder voll oder leer ist. Ja, wäre noch die Frage. Gut, wir verlassen das Schiff jetzt wieder und haben also die nächste Missile Defense. Das ist dann die dritte, also bin ich mal gespannt, wie weit es also da geht. Jetzt gucke ich gerade mal. Habe ich gar keine Anzeige für die Satelliten. Komisch. Gut, machen wir erstmal die Missile Defense. Das ist ja sowieso wichtiger. So, da waren wir auch hier just in time. Da ist der erste und dann probieren wir unser Glück. Gut, das war schon mal nix. Ja, läuft ganz gut eigentlich. Ja, den habe ich jetzt nicht erwischt. Der war aber auch irgendwie ganz gut unterwegs da. So ein Zickzack-Kurs. So. Ja. Dich erwische ich noch. Sehr gut. Dann müssen wir den jetzt hier mal machen. Der ist auch schon relativ weit. Ja, den erwische ich natürlich nicht. Und der schlägt dann auch ein. Den haben wir direkt erwischt. Sehr gut. Den haben wir nicht erwischt. Ah, sehr gut. Da dachte ich schon, den kriege ich wieder nicht. Auch gut. Sehr gut. Dann haben wir wohl noch 2. Ja, manchmal geht das. Also manchmal kann man sich dann einfach hier unten positionieren, schießen und dann trifft man ihn direkt. Ja, den habe ich dafür jetzt gar nicht getroffen. Sehr gut. Ja, wir haben
7 Einschläge bislang. Hab's jetzt nicht durchgezählt. Das sind wahrscheinlich so um die 25 oder so. Ja, repair as soon as possible. Ja, was auch immer. Eben hat er mir die Satelliten ja nicht angezeigt. Ja, können wir nochmal gucken. Vielleicht. Ah ja, jetzt zeigt das an. Okay, also hier einer ist momentan reparaturbedürftig. Das war ja auch eine ganz gute Quote. Also man kann da durchaus auch schon mal 2, 3 haben. Das heißt, wir gehen wieder ins Schiff. So, gut, also wir haben es ja gesehen, ein Satellit war ja reparaturbedürftig, das heißt, um den könnten wir uns theoretisch als erstes mal kümmern. Okay, da haben sie schon hier oben den zweiten da ein bisschen umzingelt. Schon wieder einen abgekriegt. Also das ist jetzt strategisch nicht sonderlich schwierig oder so. Einfach hier drauf schießen. In der Regel trifft man dann irgendwie die Flieger. Das geht eigentlich ganz gut. Von daher nicht so schwierig. Schwieriger ist eigentlich, die Satelliten immer in den Fokus zu kriegen, damit man sie reparieren kann, weil man ist dann doch relativ schnell mal vorbeigeflogen. Deshalb habe ich am Anfang auch die Geschwindigkeit ein bisschen runtergenommen. Man kann natürlich auch mit einer hohen Geschwindigkeit spielen. Das würde ich jetzt mal so sagen, beeinflusst dann eben den Schwierigkeitsgrad. Weil je schneller man hier fliegt, desto schwieriger ist es meines Erachtens. Also von daher, wer es ein bisschen schwieriger mag, der stellt eben die Geschwindigkeit dann einfach höher. So, wie sieht es dann hier aus? Momentan haben wir eigentlich keinen Satellit, der zerstört ist. Wir haben auch keine Message und wir haben auch kein Countdown. Jetzt haben wir beides. Okay. Captain, the Renegades are alleging US aggressions and, ja, was auch immer. Geht eben darum, dass sie halt versuchen jetzt hier wieder mit den Missilen anzugreifen. Wir können einfach andocken. Satelliten waren ja keine betroffen momentan, von daher passt schon. Jetzt bin ich ein bisschen schnell, gerade noch abgefangen. Da muss man sich so ein bisschen, ups, da bin ich völlig falsch, so ein bisschen justieren. Also so den Punkt finden, wo sich halt nicht mehr viel bewegt. Ist manchmal auch nicht so einfach, aber geht eigentlich. Und dann so langsam eben in der Mitte andocken. So, Schilde können wir hier wieder kurz auffrischen. Gibt hier noch ein paar andere Sachen. Also Engine kann man hier noch schauen. Den Long Range Scan kann man machen. Radar kann man sich anschauen. Aber in der Regel braucht man das alles nicht. Den normalen Radar und die Laser kann man auch hier reparieren, aber ist ja nichts kaputt gegangen. Von daher gehen wir also raus und haben also die nächste Missile Defense. Das sollte eigentlich jetzt, sollte eigentlich die letzte sein, meines Erachtens. Bin mir jetzt halt nicht sicher. Manchmal sind es 3, manchmal sind es 4. Ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, wie viel Fighter man abschießt und wie gut man bei der Missile Defense ist. Und ja, also wir sehen es jetzt hier. Der Countdown ist sogar noch am Laufen. Das heißt, man hat so ein bisschen Zeit noch, kann sich ein bisschen eingrooven und vorbereiten.
bis eben die Zeit abläuft. Vorher passiert ja nichts. Muss man versuchen, immer so ein bisschen zu timen dann eben, ne? Also mit dem Andocken und so, sodass man nicht zu viel Zeit hier verliert. Weil in der Zeit finden diese Fighter-Angriffe ja trotzdem statt. Von daher, ja. Gut, gehen wir es also hier wieder an. Schauen wir mal. Okay. Den haben wir noch erwischt. Sehr schön. So, bislang wieder mal eigentlich ziemlich gut unterwegs hier. Ja, kaum sag ich's, geht's daneben. Schade. Sah eigentlich gut aus. Dafür haben wir den direkt gekriegt. Den auch, sehr gut. Man muss halt so ein bisschen gucken. Manchmal ist es ein bisschen schwer zu erkennen. Also wann quasi der nächste Einschlag am nächsten ist. Muss man so ein bisschen beobachten immer. Den habe ich nicht gekriegt. Den müssen wir aber gleich nochmal probieren. Der ist relativ nah schon. Na, Mann. Okay, der wird einschlagen. Ja. So, dann hier. Ja. Da dachte ich eigentlich schon, den hätte ich vorher schon erwischt, aber habe ich nicht. Na gut. So. Auch erwischt. Sehr gut. Auch erwischt. Dann haben wir noch einen, soweit ich sehe. Den kriege ich jetzt nicht. Warum nicht? Hallo, hallo? So. Jetzt. Sehr gut. Ja, dann haben wir 8 Einschläge jetzt. Das geht also auch noch. Und dann sind wir hier raus. Dann können wir nochmal auf die Satelliten schauen. Da war aber, glaube ich, jetzt nichts. Nee. Also alle noch online, wenn man so will. Das heißt, ja, wir können ja mal hier auf den Scanner schauen. Aber ja, man sieht es, also da ist momentan jetzt auch nicht so viel los. Und also diese 2 Punkte, das sind also im Prinzip die 2 Stationen. Das heißt, da kommt jetzt noch eine Message rein, aber das kennen wir, glaube ich. Das ist dieses Sowjet XB sonst was. Das heißt, also unsere Mission sollte dann eben sein, die andere Station anzusteuern, wenn also die Message kommt. Das sollte eigentlich jetzt in der Mission oder spätestens in der nächsten dann der Fall sein. Muss man so ein bisschen beobachten. So, okay. Dann gehen wir es hier wieder an. Da ist ein Satellit rot. Den müssen wir gleich mal reparieren. So, sehr gut. Dann geht's weiter. Getroffen worden. Aber nur leicht wollte ich sagen, aber nochmal getroffen worden. Aber grundsätzlich schießen die eigentlich relativ schlecht da, diese Fighter.
Hat man jetzt nicht so viel zu befürchten. Wie gesagt, ob das mit dem Fuel dann ein Bug ist oder ob das so gewollt war, ich kann es jetzt nicht sagen. Da haben wir jetzt eine Message. Okay, das ist so mit XB3s. Took out a satellite. Okay. Interessiert uns nicht. Wissen wir ja sowieso. Man sieht es ja immer ganz gut eigentlich am Radar. So. Den... den habe ich jetzt nicht erwischt. Da muss man nochmal so ein bisschen im Kreis rumfliegen. Dass man den dann erwischt. Mal sehen. Ich glaube, ich bin zu nah dran. Ich müsste ein bisschen Abstand haben. Und dann nochmal rumfliegen. In der Zeit, klar, passiert natürlich immer was. Von daher muss man immer das Geschehen ein bisschen in Beobachtung haben. So, okay. Den haben wir jetzt repariert. Da sind jede Menge Fighter unterwegs hier. Die können wir aber alle ganz gut abschießen. So, jetzt haben wir die nächste Message und haben auch einen Countdown von 4 Minuten. Ja, Sloan, my station is under attack. Please try to intercept me. Oder das habe ich nicht fertig gelesen, weil ich jetzt wieder auf den Bildschirm hier wollte. Das ist dann im Prinzip so der Indikator, das ist die letzte Welle. Das heißt, man muss jetzt versuchen, mit seinem Raumschiff die andere Basis zu erreichen. Das heißt, wir müssen hier einmal ganz rüberfliegen. Das muss ich kurz ein bisschen mal orientieren, damit man weiß, ja, wo man eigentlich hin muss. Da kommen natürlich Fighter, die muss man versuchen natürlich abzuschießen, ist klar. Man hat also dann für diesen Docking-Versuch eben diese 4 Minuten oder was das, ich glaube 4 Minuten sind es dann Zeit. Das heißt, hier ist die Basis. Da kann man dann auch hier links dann mal die Geschwindigkeit ein bisschen höher stellen und hat dann eben jetzt hier auch wieder diesen Docking-Versuch, diese Docking-Sequenz, die man eben absolvieren muss. Und ja, sieht im Prinzip genauso aus. Und da muss man eben jetzt hier auch einmal andocken. Docking complete. So, und dann kommt im Prinzip dann eine letzte Action-Sequenz. Da sind wir hier auf der Station und müssen eben jetzt hier die Angreifer abschießen. Da sind wir 3 verschiedene Positionen. Ist jetzt nicht so schwierig. Es gibt jetzt hier keinen Indikator. Man hat jetzt eben nur oben links eine Zeit, die man eben hat, um alles zu erledigen. Und man kann hier dieses Run benutzen. Also, im Prinzip, man schießt einige von den Soldaten da ab. 5, 6, 7, was auch immer. Und dann geht man auf Run. Und dann kommt man in den nächsten Bereich. Das Ganze muss man also 3-mal machen. Und wenn man hier zum Beispiel wie jetzt nicht trifft, dann wird man selber getroffen. Hat man oben rechts die Anzeige, wie seine eigene Energie dann sozusagen aussieht. Also, jetzt nicht sonderlich schwierig. Man weiß halt nicht immer genau, wann links, rechts einer kommt. Unten, den sieht man ja ganz gut. Manchmal verklickt man sich. Ich bin jetzt hier einfach weitergerannt. Und jetzt hier war ich zu früh. Da wird man dann natürlich getroffen. Und wenn man zu früh losläuft, ja, dann wird man eben beschossen. Ne? Also dann hat man unter Umständen Pech und verkackt. So, okay, also. Manchmal verklickt man sich dann doch recht schnell. Jetzt war ich hier zu früh. Das wird sogar schon knapp. Da hätte ich noch ein bisschen schießen müssen. Aber wir haben es dann doch geschafft. Das heißt, beim letzten Mal läuft man dann durch und dann, ja, dann treffen sich die beiden natürlich und ganz Cinemaware-like
gibt es hier diese romantische Szene. So, das war also die romantische Szene. Wir steigen also nochmal hier in unseren Fighter und müssen also jetzt nochmal wieder zurück zur Basis und müssen also hier nochmal alle verbleibenden Fighter dann abschießen. Da können wir jetzt hier nochmal Ausschau halten. Ja, okay, das ist die Standardnachricht. Die interessiert uns jetzt natürlich nicht. Das heißt, wir können hier ein bisschen mehr Gas geben und einmal hier zurückfliegen und haben dann auf dem Weg tendenziell noch ein paar, die wir abschießen müssen und eben da rund um unsere Basis. So, dann gucken wir mal. Das wird dann eigentlich automatisch beendet. Also hier Patrouille fliegen ein bisschen und dann versuchen eben die Fighter hier noch zu erwischen. Man kann hier auch nochmal die Satelliten reparieren, wenn man möchte. Liegt ja quasi auf dem Weg. Und dann hält man sich eben so ein bisschen hier an der Basis auf. Guckt, wo noch welche sind. Da ist noch einer. Ach, den habe ich jetzt nicht erwischt. Okay, jetzt habe ich ihn anscheinend erwischt. Ja, dann wird es automatisch hier beendet. McCormick, congratulations. Your performance was very good. But you can do better. Ja, das ist irgendwie die Standardnachricht. Ich habe irgendwie nie eine andere bekommen. The president is waiting to see you. Hoffentlich ist es nicht... Ja. Ich führe es jetzt nicht weiter aus. Gut. Ja, dann ist SDI auch zu Ende. The End. Und es wird dann irgendwie so ein bisschen aufgelöst, dass alles ja nur ein Film war und nicht wirklich passiert ist. Im Abspann sehen wir dann hier nochmal die Credits und ja, das war's dann. Dann bleibt mir noch zu sagen, ich hoffe, euch hat's gefallen und würde mich dann an der Stelle hier von euch auch verabschieden. Ich hoffe, wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Wer Lust und Laune hat, darf natürlich gern den Kanal abonnieren. Das hilft mir dann wiederum auch immer hier neue Sachen zu machen und motiviert zu bleiben. Also, macht's gut. Bis dann.